Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Karneval, Fasching oder wie auch immer es bei dir heißen mag, steht vor der Tür und deswegen habe ich euch heute passende Düfte zu ausgewählten Kostümen dabei, damit du auch perfekt ausgestattet bist. Und kleiner Spoiler vorab, nicht traurig sein, wenn dein Kostüm nicht dabei ist, dann schreib es einfach in die Kommentare runter und du bekommst von mir eine individuelle Duftempfehlung passend zu deinem Kostüm. Spätestens seit bekannt wurde, dass diesen Sommer der neue Barbie-Film in die Kinos kommt, spielt zumindest die Modewelt verrückt. Wir sehen knallige, pinke, rosane Farben und extravagante Outfits auch bei den Stars. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Jahr auf jeden Fall Kostüme im Sinne vom Barbie-Core im Trend liegen werden und ich habe dir die passenden Düfte dafür dabei. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Parfums de Marly, der Delina, und zwar die Exclusive-Variante. Und was soll ich sagen? Schon allein die Farbe des Flakons passt einfach perfekt zum Motto Barbie-Core. Aber nicht nur das, natürlich passt der Duft an sich auch sehr gut dazu. Deswegen lasst uns mal gemeinsam schnuppern. Ich sprühe erstmal. Ja, und der Duft startet fruchtig, süß. Wir haben hier eine schöne Birne, wir haben hier eine schöne Lychee und tatsächlich ist der Duft am Anfang auch leicht zitrisch, wahrscheinlich durch die Grapefruit, die da mit drin ist. Auf jeden Fall startet der Duft schon echt verspielt, finde ich, und löst bei mir, wenn ich den schon das erste Mal rieche, echt gute Laune aus. Was aber so spritzig angefangen hat, entwickelt sich im Duftverlauf nochmal wirklich ganz anders. Der Delina Exclusive wirkt so, als würde eine Rose, eine schöne rosafarbene Rose im Duftverlauf anfangen zu blühen und aufzugehen. Denn diese schöne, zitrische Frische, die da am Anfang rauskam, die entwickelt sich wirklich zu einer krassen Rose. Also der Duft ist wirklich Rose pur, aber keine rote Rose, sondern eben eine roséfarbene Rose. Das heißt, für mich ist der Rosenduft schon ein bisschen weicher, ein bisschen cremiger und das ist auch das, wie der Duft sich für mich entwickelt. Also im Verlauf gewinnt er so ein bisschen an Cremigkeit, wird schön umhüllt von einer Vanillenote, die natürlich dem Duft zusätzlich nochmal eine Süße gibt, den Duft aber gleichzeitig auch einfach echt schön abrundet. Für mich ist der Delina Exclusive wirklich ein sehr, sehr verspielter, femininer Duft, der aber auch so eine kleine Sexiness mit drin hat. Deswegen finde ich, der passt perfekt zu deinem Kostüm, wenn du in die Richtung Barbie-Core gehen möchtest. Er zaubert gute Laune, verleiht mir persönlich echt einen Kick Lebensfreude und dadurch, dass er einfach schon sehr intensiv ist und auch eine lange Haltbarkeit hat, wird er sich auf jeden Fall im Trubel rund um Fasching durchsetzen. Also wenn du den einmal aufgesprüht hast, der hält wirklich den ganzen Tag, der setzt sich durch und ist einfach wirklich toll zu tragen und gibt dir auf jeden Fall eine richtig tolle Ausstrahlung. Der nächste Duft, den ich dabei habe, ist der Painting It Sweet von Emile Elise. Und ja, der Flakon passt nicht ganz so gut zu dem Kostüm an sich, dafür passt der Duft an sich aber umso besser dazu. Wie der Name schon sagt, ist der Duft einfach wahnsinnig süß, schon im ersten Riechen her. Er erinnert mich wirklich sehr an eine Birne, der hat auch Birne mit drin, die kommt von Anfang an richtig schön raus. Wir haben hier also eine Birne, eine leichte fruchtige Note, aber die Süße steht von Anfang an auf jeden Fall im Vordergrund. Es erinnert mich auch so ein bisschen wie an so ein süßes Bonbon. Und wenn ich an Barbie-Core denke, muss ich irgendwie auch eben an Zuckerwatte, hier an ein schönes, süßes Bonbon denken. Deswegen finde ich, der Duft von Emile Elise passt auf jeden Fall auch zu deinem Barbie-Core-Kostüm. Die Birne, die man am Anfang rausgerochen hat, wird ganz toll kombiniert durch Honig. Der Honig rundet die ganze Süße so ein bisschen mit ab. Die Birne wird auch im Verlauf ein bisschen schwächer tatsächlich. Der Duft bleibt aber auf jeden Fall süß. Was ich aber trotzdem toll finde an dem Duft, obwohl er so süß ist, ist, dass er trotzdem echt gut zu tragen ist. Ja, im Verlauf, wie gesagt, bleibt er natürlich süß, er wird aber einfach schön abgerundet durch den Honig und das macht den Duft echt vollmundig. Im Vergleich zu dem Delina Exclusive ist die Haltbarkeit natürlich nicht ganz so lang. Warum sage ich natürlich? Weil eigentlich alle Parfums de Marly Düfte wirklich eine wahnsinnig lange Haltbarkeit haben. Das hat der Painting It Sweet nicht. Der wird sich nicht ganz so gut durchsetzen wie der Delina Exclusive, das ist einfach wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz finde ich das auch wirklich einen schönen Duft, bei dem aber die Blüte eben an sich nicht ganz so im Vordergrund steht wie bei dem Delina Exclusive. Das heißt,
Wer schon eher so auf Rosendüfte steht, auf Hardcore-Rosendüfte wohlgemerkt, für den ist der Delina Exclusive das Richtige. Wer an sich einfach gerne auch süße Düfte mag, mit einer schönen Birne, gerade am Anfang, der greift am besten zu dem Painting It Sweet. Vielleicht nochmal an der Stelle, der Painting It Sweet hat natürlich auch blumige Nuancen mit drin. Für mich persönlich sind die aber halt einfach nicht ganz so im Vordergrund wie beim Delina Exclusive. Also das ist einfach der große Unterschied bei diesen zwei Düften. Beide Düfte, die ich für das Barbiecore-Kostüm dabei habe, sind sehr feminine Düfte, es sind verspielte Düfte. Die haben einfach so eine Nuance Sexiness aber auch mit drin und ich finde, die passen einfach perfekt in dieses Genre mit rein. Lass uns zum zweiten Kostüm kommen und ja, an der Stelle gebe ich zu, ich liebe diese Serie und es geht um keine andere als um Bridgerton. Und als Charakter habe ich mir den Duke of Hastings rausgesucht. Und wie erkläre ich jemandem, der die Serie und den Duke of Hastings nicht kennt, diesen Charakter? Da fallen mir spontan ein paar Attribute ein. Sexy, verführerisch, gentlemanlike, mysteriös. Also ein wirklich sehr, sehr spannender und eher auch verführerischer Charakter für mich. Und dafür habe ich auch zwei ganz tolle Düfte mitgebracht. Vielleicht ist dir beim Aufzählen der Attribute zum Charakter von The Duke of Hastings schon ein bestimmter Duft in den Kopf gekommen. Und ja, es ist kein geringerer als der Layton von Parfums de Marly. Für mich ist das ein Duft, der einfach perfekt zu diesem Charakter passt. Aber lasst uns mal gemeinsam an dem Duft riechen. Ja, der Duft startet eher so ein bisschen fruchtig, frisch, finde ich tatsächlich. Wir haben eine ganz kleine zitrische Note am Anfang mit drin, die sich aber im Duftverlauf immer mehr in den Hintergrund zurückzieht. Was am Anfang auch rauskommt, ist eben dieser fruchtige Kick durch den Apfel, aber auch hier, der geht einfach nach und nach immer mehr in den Hintergrund. Für den Anfang ist es aber einfach sehr gefällig, diese Fruchtigkeit und diese kleine zitrische Note, die da rauskommt. Was an dem Duft wirklich schön ist, ist auch die Lavendelnote, die vom Beginn an rauskommt. Und Lavendel ist für mich schon immer sehr sinnlich. Also es gibt so eine schöne anziehende Wirkung in den Duft mit rein. Es hat nichts mit Mottenkugeln zu tun. Voll oft höre ich einfach so Lavendel, boah, das kenne ich nur, wenn ich irgendwie Motten vertreiben will. Nein, hier ist es wirklich schön sinnlich. Und im Duftverlauf kommt da auch sowas sehr Kräuteriges für mich raus. Wir haben hier aber auch Gewürze mit drin, vor allem den Pfeffer. Für mich macht es den Duft nochmal wirklich interessant und nochmal so ein bisschen spritzig auch. Also dieses Kräuterige und dieses Krautige in Kombination ist wirklich schön. Und was von Beginn an für mich auch rauskommt, sind die holzigen Noten, die am Anfang so ein bisschen mitschwingen, aber im Duftverlauf einfach immer mehr Präsenz gewinnen und den Duft echt schön abrunden bzw. ihm auch eine schöne Basis geben. Wenn man jetzt mal schaut, was in dem Duft noch anscheinend drin sein soll, dann sind da auch Blüten mit drin. Ich für meinen Teil muss wirklich sagen, ich rieche die nicht raus. Vielleicht geben die dem Duft im Hintergrund einfach die kleine Süße, die damit rauskommt. Das kann natürlich sein, aber ich rieche da jetzt nicht irgendwie spezielle Blüten mit raus. Ja, vielleicht hast du es schon rausgerochen, dann sag mir gerne mal Bescheid. Für mich sind die schon wirklich eher dezent im Hintergrund. Und für mich ist das wirklich ein Duft, der wahnsinnig anziehend ist, der ist sexy. Ich finde, der passt perfekt zu einem toll gekleideten Mann. Der strahlt so eine gewisse Extravaganz aus, aber auch, ja, so eine Opulenz. Also der Duft an sich ist schon opulent und irgendwie kann ich mir da einfach einen Mann vorstellen, der einfach präsent ist, der da ist, der irgendwie auch so ein bisschen auffällt und ich finde, das sind alles Charakterzüge, die perfekt zum Duke of Hastings passen. Das heißt, wenn du als dieser Charakter gehen möchtest, dann ist der Duft auf jeden Fall eine gute Wahl für dich. Auch der nächste Duft, den ich dabei habe, würde perfekt zu einem Kostüm passen, wenn du The Duke of Hastings sein möchtest. Und es geht um keinen geringeren als um den Whisky Nobile von Pharmacia. Und wie der Name schon sagt, gehen wir hier in eine eher alkohollastische Richtung. Ja, wir haben hier von Anfang an den Alkohol im Vordergrund. Wir haben schon so einen gewissen Rum, den man rausriecht. Wir haben von Anfang an aber auch eine schöne Weihrauchnote, die damit rauskommt. Und ich finde, der Duft, der erinnert mich wirklich an so einen Duft, den man in so einer Zigarrenlounge trägt. Und wenn man die Serie Bridgerton kennt, dann weiß man, da gibt es immer mal wieder Szenen, wo sich die Männer abends zu einem Whisky oder vielleicht trinken sie auch einen Rum. In meiner Vorstellung trinken sie einen Whisky, rauchen eine Zigarre und reden über die schönen Dinge im Leben und haben einfach einen entspannten Abend gemeinsam.
Und genau dahin passt der Duft für mich. Der Duft entwickelt im Duftverlauf eine schöne Süße, die für mich aber eher so aus dem Kakao kommt. Das ist keine feminine Süße. Der Duft ist durch und durch für mich eher jetzt mal maskulin. Aber auch an der Stelle, natürlich können den auch Frauen tragen. Ich finde das immer schwer. Aber für mich ist das jetzt ein eher schwererer, alkohollastiger Männerduft. Und die Süße aus dieser Kakaobohne ist wirklich toll. Wir haben eine ganz kleine Bitterkeit mit drin, die vielleicht aber auch aus dem Weihrauch, aus der Note mit rauskommt. Es ist wirklich schön und erinnert auch so ein bisschen an Kaffee, so an geröstete Kaffeebohnen für mich. Also es ist wirklich ein erwachsener Gourmand, kann man schon gut sagen, ne? Also wir haben da viele Duftnoten oder Nuancen, die so an Essbares erinnern, deswegen so ein erwachsener Gourmand, der aber echt schön ist. Und auch der Duft hat eine wirklich tolle Haltbarkeit. Also der hält wirklich sehr lange und mit dem fällt man definitiv auf. Also mit dem Layton und aber auch mit dem Whisky Nobile hat man zwei Düfte, die wirklich von der Silage toll sind und die auch von der Haltbarkeit wirklich klasse sind. Gehen aber in eine komplett andere Richtung, aber auch der Whisky Nobile, der wird in meiner Vorstellung wirklich von einem gestandenen Mann getragen, schön gekleidet, schön adrett und passt deswegen perfekt zu dem Kostüm. Auch das dritte Kostüm, was ich dabei habe, ist von einer Serie inspiriert. Wer kennt sie nicht? Die Addams Family. Und spätestens seitdem Wednesday letzten Winter gelauncht wurde, hat sie wohl mit ihrem Sarkasmus und ihrem trockenen Humor viele Herzen nochmal erobert, meins zumindest. Und ich habe für euch passende Düfte dabei, die perfekt zu eurem Wednesday-Kostüm passen würden. Ich bin mir sicher, dass einige von euch sich für dieses Kostüm entscheiden werden, schon allein, weil man sich cool dazu schminken kann und auch eine süße Frisur machen kann. Aber dafür bin nicht ich die Expertin, da verweise ich euch gerne in andere Expertenhände. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Velvet von Commodity. Und ich weiß nicht, ob du die Marke Commodity kennst, aber die haben ein wirklich ganz tolles und innovatives Duftkonzept. Und zwar entwickeln die Düfte in ihrem sogenannten Scent Space. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, wie stark der Duft projizieren soll. Man hat da quasi immer die Minus-Kollektion, dann gibt es eine Kollektion, die eben keinen Zusatz hat und dann gibt es immer noch die Bold Collection, wo quasi ein Plus dabei ist. Und ich habe dir jetzt die Version aus der Expressive Version mitgenommen, das ist quasi die in der Mitte, die wirklich eine tolle Silage für mich hat. Warum ich diesen Duft ausgewählt habe? Weil ich finde, dass der irgendwie was Mysteriöses an sich hat. Ich habe den nach längerer Zeit mal wieder gerochen und es ging mir tatsächlich so, dass ich nicht von Anfang an die Duftnoten komplett rausriechen konnte und ich mich auch nicht festlegen konnte, in welche Richtung der konkret geht. Ich finde, da passiert einfach wahnsinnig viel bei dem Duft und ich finde, deswegen passt er auch gut zu Wednesday. Aber lasst uns mal gemeinsam dran schnuppern. Ups. Ja, der Duft startet mit einer kleinen Holznote für mich. Wir haben hier sofort irgendwie so was Rauchiges auch mit drin. Der Duft erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Lagerfeuer. Wir haben aber auch schöne Blüten mit drin. Und die riecht man jetzt nicht von Anfang an so total präsent raus. Im Duftverlauf finde ich aber, dass man die echt extrem rausriecht. Ich dachte auch am Anfang, dass der Duft nicht so eine gute Haltbarkeit hat, habe dann so einen Selbsttest gemacht und den einfach mal auf meine Hand aufgetragen. Und ich rieche den jetzt nach rund 6 Stunden immer noch. Und ich muss sagen, im Verlauf kommt einfach die Blume da wirklich schön raus. Also der wird schon schön blumig. Wir haben aber so im ersten Riechen und im ersten Verlauf schon auch so eine gewisse rauchige Note für mich drin. Wir haben hier eine schöne holzige Mischung in Kombination mit dieser Rosenblüte, die da auch mit drin ist und die da eben auch im Duftverlauf immer stärker rauskommt. Wir haben hier aber auch eine schöne kleine süße Vanille mit drin, die den Duft echt schön abrundet. Also das ist wirklich ein Duft, wo ich dachte, na, der setzt sich nicht so durch. Aber ich muss wirklich revidieren. Eben nach diesen 5 Stunden riecht man den Duft immer noch wahnsinnig stark. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein Duft sein, wenn du als Wednesday Addams gehen solltest, der dich noch so ein bisschen mysteriöser macht, noch so ein bisschen interessanter, auch eben durch dieses kratzige, feurige, rauchige, was da rauskommt. Der Duft ist dennoch echt feminin, finde ich. Also Commodity weist den ja als Unisex-Duft aus. Das geht auf jeden Fall schon. Ich finde, der hat aber auch eine kleine feminine Note eben mit drin durch diese Rose. Und ich finde, der Duft passt einfach perfekt zu Wednesday Addams Art, die ja doch sehr
ja, eher dunkel ist. Das heißt, diese Rose in Kombination mit diesem feurigen, was muss ich schon sagen, ich finde, es passt perfekt dazu. Übrigens, wenn dich das Duftkonzept von Commodity noch mehr interessiert, dann verlinke ich dir jetzt das Video über die Commodity-Düfte und über den Scent Space. Das hatte Alex mal aufgenommen und euch mal genauer erklärt, was das Konzept dahinter ist. Schau einfach gerne mal rein, falls es dich interessieren sollte. Der nächste Duft, den ich dabei habe, ist von Initio, der Atomic Rose. Und ich weiß nicht, ob du Initio-Düfte bereits gerochen hast und getragen hast. Der passt perfekt in die Reihe von wirklich intensiven Düften, die lange halten und die einfach wahnsinnig intensiv sind. Also der Atomic Rose ist so ein Rosenduft par excellence, würde ich jetzt mal sagen. Warum habe ich ihn trotzdem mitgenommen? Wobei man denken könnte, dass Wednesday Addams jetzt nicht ganz so auf Rosen steht, weil ich finde, der hat irgendwie was Mystisches mit drin, weil der hat neben dieser schönen Rose, die da auf jeden Fall im Vordergrund steht, auch etwas Gewürziges, etwas sehr, sehr Interessantes drin. Ja, schon im ersten Riechen riecht man auf jeden Fall die Rose raus. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr blumiger Duft. Der hat aber eben etwas Würziges mit drin, was ihn sehr spannend macht, was ihn auch irgendwie sehr prickeln lässt. Also das ist zwar so ein Rosenduft, aber für mich jetzt kein ganz klassischer. Er hat eben dieses etwas dunklere, ich muss sagen etwas dunklere, weil der ist jetzt nicht so dunkel wie andere Initio-Düfte. Wenn man da mal an Absolute Aphrodisiac oder sowas denkt, das auf keinen Fall. Aber er hat einfach diese prickelnde, interessante, gewürzige Note mit drin. Und irgendwie ist der Duft einfach so übertrieben rosig, wie Wednesday Addams eben übertrieben sarkastisch und trocken ist, dass das irgendwie auch ein toller Gegensatz ist. Wenn du dich für den Duft entscheidest, dann wirst du auf jeden Fall auffallen. Die Silage ist wahnsinnig und auch die Haltbarkeit ist wirklich toll. Da brauchst du wirklich nur Spaß haben, ein paar Sprühe auftragen und es wird dir den ganzen Abend halten. Also damit machst du auf keinen Fall was falsch. Und die beiden Düfte, die ich dir empfohlen habe, also einmal der Velvet und einmal der Atomic Rose, sind beides schon intensive Düfte, wobei ich sagen muss, der Duft von Initio ist schon nochmal sehr viel intensiver, so wie es eben sich für einen guten Initio-Duft auch gehört. Du kannst dich entweder für die etwas dunklere, rauchigere Variante mit dem Velvet entscheiden oder mit dem blumigen Heavy Hitter, die Rose voll im Fokus. Dann tu auf jeden Fall zum Atomic Rose tendieren. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe auch für dich den perfekten Duft für dein Kostüm mit dabei. Und wie gesagt, wenn nicht, dann schreib mir gerne in die Kommentare, als was du dich verkleiden möchtest. Und du bekommst von mir auf jeden Fall noch eine Duftempfehlung. Viel Spaß auf dem Fasching, auf dem Karneval oder sonst wo und bis bald. Ciao!